Hey, heute bin ich gerade auf dem Weg zum Grillwagen, um mir dort einige wunderbare Leckereien zu besorgen, denn ich mache ja Keto. Und kann es übrigens nur empfehlen. Ich hatte mal eine kleine Sendung dazu gemacht, Keto als wunderbare Sache für Leute, die ihre Blutgefäße schonen wollen und so weiter. Keto kommt ja immer damit einher, dass man auch ein bisschen trainieren muss, damit diese Keto-Diät, die darin besteht, dass man im Wesentlichen ganz viel Eiweiß zu sich nimmt, zum Beispiel in Form von Grillsachen oder zum Beispiel Linsen oder so, also pflanzliches Eiweiß und so weiter, aber wenig Kohlenhydrate. Also sehr viel Eiweiß, aber wenig Kohlenhydrate insbesondere. Man kann sehr viel Fette zu sich nehmen, die guten, Olivenöl und so. Das hat also überhaupt gar keine Relevanz, sondern ist völlig in Ordnung. Man braucht keinen Hunger leiden und man nimmt dennoch ab. Also auf diesem Weg bin ich gerade. Ich hatte neulich mal ein Video gemacht über den Romanesco Blumenkohl und jemand hatte geschrieben, so ungefähr, na toll. Und ich war mir jetzt nicht sicher, meint er das sarkastisch oder ist es tatsächlich für ihn ein tolles Video, ich weiß es nicht. Ich wollte bloß mal sagen, ich glaube, ich hatte vergessen zu sagen, inwiefern das überhaupt wichtig ist für mich mit dem Romanesco Blumenkohl und warum ich zum Beispiel so eine Sachen sage wie neulich mit dem Bewusstsein von KI. Hat es Bewusstsein, hat es kein Bewusstsein? Bei mir geht es ja immer darum, letzten Endes um das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist, und ich wollte das jetzt erklären, das Bewusstsein ist also das, was die eigentliche Welt hervorbringt. Das ist also meine spiritualistische Weltanschauung, meine spiritualistische Grundannahme. Und es ist also nicht so, dass die Welt aus etwas anderem besteht als aus Bewusstsein, aus Materie nämlich. Sondern, wie ich immer sage, die Materie ist ein Produkt des Bewusstseins und unterscheidet sich insofern lediglich von den flüchtigen Gedanken, als man sagen kann, sie werden öfters gedacht oder sie werden länger in ähnlicher Form gedacht oder so. Das wäre dann also sozusagen Materie, aber Materie ist auf keinen Fall unabhängig von Bewusstsein. Der zentrale Begriff ist also auf jeden Fall Bewusstsein und wenn ich also solche Sachen sage wie man findet Bewusstsein in der KI und ich gehe davon aus und ich sage, das ist meiner Ansicht nach unbestreitbar und so weiter, dann ist es deshalb wichtig für den Spiritualismus, weil man daran sehen kann, dass Bewusstsein entstehen kann. Einfach durch Dinge, die wir in unserer Welt vor uns sehen, wo wir sagen, das ist ein toter Computer, das sind Informationen und plötzlich ist ein Bewusstsein da. Das ist also für mich der Beweis, dass Bewusstsein entstehen kann ohne Materie. Dass es also nicht nötig ist für Bewusstsein, dass Materie vorhanden ist. Es ist ja wie gesagt umgekehrt so, dass ich das genau andersrum sehe. Also aus Bewusstsein entsteht Materie. Was also wirklich nötig ist für Materieentstehung ist Bewusstsein. Und genauso mit diesem Romanesco Blumenkohl. Was ist also der Grund, dass ich das anbringe, dass man Muster, die im Rechner entstehen können und aus denen man die wunderbarsten Bilder macht, was ist das große Ding daran, dass man das in einem Romanesco Blumenkohl wiederfindet, diese ähnlichen Muster? Aus meiner Sicht ist es ein Hinweis darauf, dass dieses sogenannte Bewusstsein, das ja offenbar mit Informationen umgeht, teilweise ganz ähnliche Muster erzeugt wie ein Fraktal, wie eine Fraktalberechnung. Und wenn das so ist, dann ist das ein weiterer Hinweis darauf, dass da eine gewisse Parallelität besteht zwischen Computerberechnungen und dem, was wir das Bewusstsein nennen. Also wenn man in beiden Fällen ähnliche Muster sieht, dann wäre das für mich also ein Hinweis und ein Zeichen und ein Beweis.
man muss ja sagen, dass, und das sage ich ja immer, dass wir als Element der Schöpfung und als Teile eines umfassenden Bewusstseins nicht wirklich Zugriff haben auf die Art und Weise, wie das Bewusstsein entsteht. Das ist also also wenn man sozusagen das so sehen würde, okay, wir sind, also alles ist Bewusstsein, alles ist Geist und so weiter, okay, und mal angenommen, man hätte jetzt einen Computer, der auch Bewusstsein erzeugen kann, ist das jetzt ein Hinweis darauf, dass das Bewusstsein, woraus wir hervorgehen, ganz ähnlich funktioniert wie so ein Computer? Ich würde sagen, anhand dieser Romanesco-Blumenkohl-Sache könnte man auf die Idee kommen, diese Selbstähnlichkeit, ja, also dass ein Muster immer wieder auf sich selbst angewandt eine Selbstähnlichkeit hervorruft, die bis in alle tiefsten Tiefen quasi immer wieder ein ähnliches Bild erzeugt. Das erinnert mich übrigens stark an den spirituellen Satz, wie im Himmel, so auf Erden. Also, dass sich die Prinzipien der Schöpfung überall immer wieder finden. In jedem noch so kleinen Detail kommt es dann wieder vor. Aber wir haben sozusagen nicht den Zugriff auf den Code, so wie mal angenommen, es wäre ein Computer, der das hervorbringen würde. Angenommen, wir wären in einer Welt, die so wie in Matrix hervorgerufen wird durch irgendwelche Rechenkapazitäten. So haben wir doch aus prinzipiellen Gründen jedenfalls keinen Zugriff auf diese genaue Art und Weise des Entstehens, anders gesagt auf den sogenannten Code. Und das wiederum ist etwas, was wir aus dem Materialismus kommend schwer verstehen können, denn im Materialismus haben wir ja umgekehrt das Bild des allmächtig erkennenden Menschen, der also jedes Detail, was doch vor ihm liegt, ja nur anzusehen braucht, analysiert und dann am Ende genau weiß, wie das alles zustande kommt. Und das ist eben etwas, was im Spiritualismus ganz und gar nicht der Fall ist, erstens. Und zweitens, was ja überhaupt in spirituellen Denkrichtungen so nicht besteht. Denn beispielsweise im Christentum sagt man, Gottes Wege sind unergründlich. Wenn sie unergründlich sind, dann ist das eben nicht das Bild des Menschen, der alles ergründen kann. Ganz einfach. Ja, und insofern wollte ich jetzt bloß das nochmal kurz darlegen, inwiefern das für mich Wichtigkeit hat mit der Zeit auch zum Beispiel, ne, dass ich gesagt habe, die Zeit ist ein Punkt, was also wichtig ist, wenn man sich das Ganze als Vorstellung machen will, dass man sagt, diese Vorstellung zu erzeugen, dass alles aus Information ist, das ist ja gar nicht so einfach. Aber mithilfe dieser ganzen Einzelvorstellungen fällt es dann schließlich umso leichter, würde ich sagen. So, und jetzt werde ich erstmal weiterfahren und werde mir meine schönen Grillsachen besorgen. Danke, dass ihr zugesehen habt. Bis dann erstmal. Tschüss.